Hi Leute, wie ihr wisst, kann ein Cold Brew zu machen relativ lange dauern. Wenn ihr aber kalten Kaffee wollt, ohne stundenlang zu warten, zeige ich euch jetzt, wie ihr einen Japanese Iced Coffee, Flash Brew, Iced Brew oder wie es auch sonst noch immer heißt, machen könnt. Ich werde am Anfang ein bisschen was erklären, warum wir was machen, warum etwas ist, wie es ist. Wenn ihr keinen Bock darauf habt und einfach nur die Zubereitung sehen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung, da habe ich euch eine kleine Übersicht gemacht, da könnt ihr direkt zum Thema springen. Heute geht es um Kaffee. Und zwar nicht um Cold Brew, sondern um einen Iced Brew, also einen geeisten Filterkaffee. Wenn ihr wissen wollt, wie ein Cold Brew geht, könnt ihr euch hier meinen Nerd Guide oder meinen Quick Guide anschauen. Dort erkläre ich dann, wie der Cold Brew geht. Was ist Iced Brew? Iced Brew ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Filterkaffee, bei dem ein Teil des Wassers ersetzt wird durch Eis und ich so den heißen Kaffee direkt auf die Eiswürfel laufen lasse, die dann schmelzen und den Kaffee quasi wieder auf seine ursprüngliche Stärke verwässern. Klingt recht kompliziert, ist es aber nicht. Ich zeige euch einfach, wie es geht und werde euch danach erklären, warum ich was gemacht habe. Alles, was ihr dafür braucht, ist euer reguläres Setup, was ihr auch für euren Filterkaffee hernehmt, plus Eiswürfel. Das ist das Einzige, was wir extra brauchen. Okay? Gut, fangen wir also an. Wie bei jedem Filterkaffee, den ihr brüht, solltet ihr den Filter, den ihr benutzt, vorher einmal kurz wässern und ausspülen, damit Papiergeschmack, der im Filter drin ist, ausgespült wird und ich nachher wirklich nur den Kaffeegeschmack habe, den ich auch haben möchte. Dann male ich meinen Kaffee. Wir gehen jetzt von einer Rezeptur von 300 Milliliter Kaffee aus. Ihr könnt es aber je nach Wunsch auch natürlich hoch oder runter skalieren. Für einen Iced Brew nehme ich ein kleines bisschen mehr Kaffee wie für einen normalen. Also statt 6 Gramm auf 100 Milliliter könnt ihr 6,5 Gramm auf 100 Milliliter nehmen. Das heißt, bei 300 Milliliter wären wir jetzt bei 19,5 Gramm Kaffee statt 18, was ein normales Verhältnis wäre. Das messe ich jetzt ab. Kaffee ist drin. Wenn ich den Kaffee jetzt male, sollte ich ihn etwas feiner mahlen, wie ich es regulär mache. Weil im nächsten Schritt ersetzen wir einen Teil des Brühwassers durch Eis. Und zwar ungefähr 40%. Das heißt, bei 300 Millilitern habe ich 120 Gramm oder 120 Milliliter Eis und verwende den Rest, also die restlichen 180 Milliliter, als heißes Wasser. Da ich trotzdem die gleiche Brühzeit möchte, also für die 180 Milliliter, wie ich für die 300 Milliliter normalerweise brauchen würde, muss ich den Mahlgrad etwas feiner stellen, damit der Kaffee am Ende auch langsamer durchläuft. Macht Sinn, oder? So, ich stelle etwas feiner. Wunderbar, Kaffee ist gemahlen. Und wie gesagt, ich möchte 300 Milliliter Kaffee am Ende haben, das heißt, ich brauche jetzt 120 Gramm Eis. Nehme ich mir einfach Eiswürfel. Perfekt. 120. Und jetzt mache ich meine ganz klassische Filterkaffee-Routine. So, Filter drauf. Jetzt tariere ich nochmal und möchte jetzt auf 180 Gramm aufbrühen insgesamt. Kaffee kommt rein. Ich starte, wie bei jedem anderen Filterkaffee auch, erstmal mit einem Blooming. Das heißt, ich gieße etwas heißes Wasser auf das Kaffeemehl und lasse es ein paar Sekunden ziehen. Im Falle eines Iced Brews könnt ihr das Blooming etwas verlängern. Also statt 30 Sekunden könnt ihr ruhig auf 45 Sekunden hochgehen. Jetzt müssen wir einfach warten. Jetzt kann ich den restlichen Kaffee aufgießen. Wie gesagt, wir wollen 180 Milliliter am Ende des Tages. Jetzt rühre ich das Ganze einmal links rum, eine Umdrehung rechts rum und warte im Endeffekt einfach, bis der Kaffee durchgelaufen ist, der sogenannte Drawdown. Hier solltet ihr, wie gesagt, je nach Rezept bei 2, 2,5 bis zu 3 Minuten rauskommen am Ende des Tages.
Wunderbar, Kaffee ist durch. Und jetzt schwenke ich den Kaffee einfach, bis ich das Eis aufgelöst habe und will bei meinen 300 Milliliter Kaffee. Fertig. Jetzt haben wir ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht, wie wir es normalerweise machen würden. Hier ist die Erklärung. Beim Ice Brew nehme ich weniger Wasser, wie ich normalerweise verwenden würde. Das heißt, ich habe weniger Wasser, das auch extrahieren kann. Somit sollte ich gucken, dass ich die Extraktion so hoch wie möglich bekomme. In Anführungszeichen, ich möchte natürlich auch nicht überextrahieren, aber nichtsdestotrotz möchte ich eine etwas höhere Extraktion und einen etwas intensiveren Kaffee haben, wie wenn ich ihn normal brühe. Aus zwei Gründen. Zum einen ist der Kaffee kalt. Das heißt, er verliert automatisch an Aromen. Ja, das kennen wir auch bei anderen Getränken. Wenn die an Temperatur verlieren, verlieren sie auch an Aroma und Süße. Das möchte ich eben dadurch kompensieren, dass ich den Kaffee ein bisschen kräftiger mache, wie ich ihn normalerweise brühen würde. Punkt 1. Punkt 2. Wie gesagt, habe ich weniger Wasser, das extrahieren kann. Somit möchte ich ein bisschen mehr Kaffee haben, um quasi einen kräftigeren oder konzentrierteren Kaffee am Ende des Tages zu bekommen, um diesen Mangel an Extraktion etwas auszugleichen. Summa summarum, einfach etwas kräftiger brühen, wie ihr es normalerweise tun würdet, etwas mehr Extraktion rausbringen aus der ganzen Geschichte und müsst am Ende des Tages einfach euer Rezept finden, was passt zu dem Kaffee, was euch persönlich schmeckt und dann ist alles in Ordnung. Easy as that. Der Flash Brew hat gegenüber einem Cold Brew auch den ein oder anderen Vorteil. Zum einen habe ich bei einem Cold Brew das Problem, dass mir einfach die Temperatur fehlt, um gewisse Aromen aus dem Kaffee rauszulösen, die ich eben nur bei einer heißen Extraktion bekomme. Auf der anderen Seite habe ich beim Cold Brew weniger Säuren mit im Kaffee, was ihn ein bisschen gefälliger und runder macht, aber ihm fehlt einfach so ein bisschen die Finesse, die der Kaffee eigentlich bieten könnte. Bei einem Ice Brew habe ich das eben nicht, weil ich den Kaffee heiß extrahiere. Das heißt, ich habe die Temperatur und alles, was ich brauche, um das aus dem Kaffee rauszulösen, was ich auch haben möchte. Das heißt, ich hole das raus und kühle es sofort runter. Und durch das Runterkühlen verliere ich zwar auf der einen Seite etwas an Aromatik, weil der Kaffee eben kälter ist, aber auf der anderen Seite stoppe ich oder zumindest verlangsame ich auch die Oxidation, die Kaffee ausgesetzt ist, wenn er heiß gebrüht wird. Wenn Kaffee oxidiert, wird er mit der Zeit einfach dünn, flach, kriegt so ein bisschen Papiergeschmack und wird bitter und unangenehm zu trinken. Ihr kennt es vielleicht aus dem Büro, wenn da irgendwie den ganzen Tag so der Kaffee auf der Wärmeplatte stand und dann nachmittags will man noch eine Tasse trinken und es ist einfach nur bäh. Ja, und dieser Prozess wird eben durch das Runterkühlen mit Eis vermieden. Wenn ihr möchtet, dass sich das Eis schneller auflöst, könnt ihr auch feineres Eis nehmen oder Crush-Eis. Damit könnt ihr die Temperatur noch schneller runterbringen. Das Eis sollte aber auf jeden Fall mit gutem Wasser gemacht sein, weil Wasser ist am Ende des Tages der Hauptbestandteil eures Kaffees. Ja, der besteht hauptsächlich aus Wasser und dementsprechend solltet ihr euer Eis auch mit dem Wasser zubereiten, was ihr für euren Kaffee hernehmt. Das war es im Grunde genommen mit dem Ice Brew. Super schnell, super easy. Alles, was ihr braucht, sind ein paar extra Eiswürfel und ihr habt kalten Kaffee. Eignet sich auch sehr gut zum Mixen, wenn ihr ein bisschen konzentrierteren Kaffee hernehmt. Also sehr vielseitig einsetzbar. Probiert es aus, lasst es euch schmecken, lasst euch erfrischen und wir sehen uns beim nächsten Mal. That's it. Neues Kaffeewissen delivered. Wenn ihr mehr haben wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr wisst, wann das nächste Video kommt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Läuft da nicht Tonaufnahme? Jo, läuft. Am Ende des Tages. Das war's im Grunde genommen schon.